Jungs, jetzt! Einhängen! Schiri! Das ist faul! Würde man den Döner mit Tzatziki und scharfer Soße kombinieren oder nicht? Also ich würde ganz ehrlich erstmal die B-Probe abwarten. Wieso denn? Erstmal das Tzatziki testen, keine Ahnung. Okay. Ja gut, für dich ist die Tour dann halt jetzt hier an der Stelle beendet, ne? Hallo, liebe Stadionfreunde und Herzlich willkommen zu MDES TV. schönen guten Morgen. Es ist 3:30 und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Essen. Dann geht es Richtung Darmstadt. Wir sind eigentlich angekommen, wir sind jetzt bei Darmstadt und neben uns ist der Markus. Hi, grüß dich. Alles klar? Ja, schön, dass ihr da seid, klar, bei dir auch. Gut Ja. angekommen. Markus, kannst du uns mal erzählen, was hier genau deine Aufgabe ist? Ich bin hier ehrenamtlich im Verein ein bisschen tätig. Unter anderem kümmere ich mich ums Thema Stadionführung, mache das aber nicht alleine. Wir sind ein Team von 5 Leuten, aber wie gesagt, alles ehrenamtlich. Und ja, ansonsten bin ich auch Fan in erster Linie. Ne? Genau. Super. Ja, wir sind jetzt richtig gespannt, wie der Stadion von innen aussieht, weil ich war hier noch gar nicht. Das macht nichts, dann herzlich willkommen. Ich bin hier ein bisschen öfter. Dann geht's weiter. So, Herr reinspaziert. Ja, willkommen im Stadion am Böllen-Falltor. Ja, seit über 100 Jahren steht das gute Stück hier, hatten vor 2 Jahren 100-jähriges Stadionjubiläum und jetzt dieses Jahr gerade 2023 125-jähriges Vereinsjubiläum. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das gute Stück doch auch mal von innen an. Ne? So, nach euch. Ja, hier sind wir im Eingangsbereich, im Foyer. Ihr seht unser Vereinslogo. SV Darmstadt 98, die Lilie auch im Stadtwappen der Stadt Darmstadt verankert und natürlich eben auch im Vereinslogo entsprechend. Das ist der Bereich, wo die Leute dann ankommen am Spieltag. Es gibt dann hier in dem VIP-Bereich 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin hier unten in der Integra VIP-Lounge, das ist dann auf Erdgeschossebene. Hier haben wir knapp 1000 Plätze, also knapp über 1000. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, auf die Logenebene nochmal hochzugehen. Das ist dann oben ein Stock höher, kommen wir später noch hin. Da haben wir nochmal 260 Plätze aufgeteilt auf 20 Logen. Gucken wir uns oben aber noch ein bisschen genauer an. Ja. Gehen wir erstmal hier rein. Da hinten hängt unsere Jahrhundertelf noch an der Wand. Also es sind verdiente Spieler, die hier auch dann gewählt wurden. Ja, gehen wir ein bisschen näher ran, genau. Ja, den Mann oben links dürftest du wahrscheinlich kennen auf dem Bild. Oben links? Ja. Ich habe meine Brille nicht. Bruno Labbadia hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, Den wirst du kennen, denke ich. Den wirst du kennen. Und für die vielleicht ein bisschen jünger sind und eher so in den letzten 5 bis 7 Jahren die Bundesliga verfolgt haben oder den Fußball, die werden wahrscheinlich auch den Mann oben rechts kennen, unseren Ehrenspielführer Aytaç Zulu. Damals mit einem großartigen Tor bei der Eintracht, ja genau. Aber auch vielen weiteren großartigen Toren. Sieht man hier zum Beispiel Tobi Kempe, der ja auch jetzt noch aktiv ist, ne? Der ja schon viele Jahre hier in Darmstadt spielt. Wir haben als kleines Gimmick so ein bisschen von der alten Gegengerade, die dann irgendwann abgerissen wurde bei uns, haben wir hier so Wellenbrecher übernommen. Ja, da auch, aber wir haben da hinten zum Beispiel einen stehen, da hast du dann auch noch von früher quasi original die ganzen Aufkleber, die Fangruppen, die jeweils an diesen Wellenbrechern dann standen, auch draufgeklebt haben. Also hier sieht man zum Beispiel, ne, so stand das Ding halt drüben im Stadion viele, viele Jahre und wurde halt entsprechend so hinterlassen und so haben wir es auch wieder zusammengeschweißt. Also wurde dann nichts geändert an der Stelle. Genau, wir können einmal kurz rausgehen, wenn ihr wollt, auf die Terrasse hier. Also so sieht es hier aus. Das ist quasi der Blick, wenn man aus dem VIP-Bereich rauskommt. Hier unten auf den Terrassenbereich. Diese Terrasse gliedert sich insgesamt in 3 Teile. Wir sind jetzt hier im mittleren, im größten Bereich. Da seht ihr auch, hier ist relativ viel Fläche mit Glas noch nach innen, dass da auch die Helligkeit so ein bisschen reingetragen wird. Ich möchte im Bild auch zu sehen sein, deswegen bin ich jetzt auch hier. Der Mann ist auch dabei, Leute. Der Mann ist auch dabei. Alright, gehen wir wieder rein. Ja, das ist quasi jetzt der andere Flügel, parallel oder gespiegelt zu dem, wo wir vorhin waren. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, sich Getränke da drüben zu holen oder was zu essen zu holen. Dann am Spieltag, da ist es natürlich hier ein bisschen dichter gestaffelt mit den ganzen Tischen etc. Auch hier haben wir wieder diese Wellenbrecher überall stehen. Ne? Da hinten auch mit Aufklebern wieder, das sind die schönen alten. Also wie gesagt, wir hatten früher auch andere Sportarten neben Fußball. Wir haben auch Feldhandball gespielt, Boxen, wir waren in der Leichtathletik sehr aktiv. Aber wir haben auch heute noch viele andere Sportarten, weil wir sind ja kein reiner Fußballverein, sondern wir sind ja der SV Darmstadt 98, also ein Sportverein. Und dementsprechend haben wir auch heute noch, wir haben Basketball, wir haben Tischtennis, wir haben eine Wanderabteilung, wir haben Judo, wir haben Headies, wir haben Sportkarate. Also wir haben eine ganze Menge hier bei uns im Verein und ja,
das macht die Vielfalt dann auch aus. So, dann gehen wir aber mal hoch. Da ist nämlich viel spannender. So, dann gehen wir einmal hier raus. Genau, das ist der Logenbalkon. Also hier sind wir dann schon auch bei den exklusivsten Plätzen im Stadion. Ja, hier oben der Logenbalkon, auch ein bisschen freizügiger gestaltet. Also hier ist auf jeden Fall Platz. Man kann einfach von links nach rechts rüberlaufen. Das funktioniert in anderen Stadien nicht so unbedingt. Also da kommst du oft raus. Genau, dann sind oft die Sitze direkt und dann kommst du nicht weiter. Und wie gesagt, das war halt hier ein großer Wunsch, dass die Leute sich auch untereinander austauschen können. Dass man, auch wenn man hier die Loge jetzt beispielsweise hat und sagt, ich guck mal, was bei meinen Freunden ganz da hinten los ist, dann laufe ich halt am Spieltag einfach mal rüber und trinke da mit denen ein Bierchen zusammen und quatsch ein bisschen übers Spiel. Genau. Ihr seht viel Wald hier außenrum ums Stadion, weil ja, hier bei uns in Darmstadt sagt man auch Darmstadt, die Stadt im Walde. Und ich glaube, das sieht man hier an der Stelle auch ganz gut. Ist auf jeden Fall viel Grün hier in der Stadt überall zu finden und auch hier oben am Böllenfalltor. Hier sind wir im Medienbereich jetzt, im Untergeschoss unserer Tribüne. Wir haben hier vorne gibt's ein TV-Studio, das dann der SV 98, also wir als Verein auch selber nutzen können, wo wir dann für unter anderem YouTube, also für unseren YouTube-Kanal oder auch für Instagram und TikTok und so weiter Inhalte erstellen können, also irgendwelche Videos, Interviews mit den Spielern oder irgendwelche Challenges, die wir da machen und so weiter. Genau, ansonsten haben wir hier den Pressekonferenzraum, wir haben hier einen Arbeitsraum noch vom Verein, wir haben den Medienarbeitsraum, an dem dann am Spieltag die Journalisten und Fotografen und so weiter arbeiten können. Ja, und Pressekonferenzraum gehen wir jetzt gerne einmal hier rein. Genau. Ihr seht, es ist genug Platz, es ist auch schön aufgeräumt, wie immer, weil wenn wir jetzt irgendwie einen neuen Spieler verpflichten würden oder so in der Sommerpause, gäbe es jederzeit die Möglichkeit, auch ein kurzes Mediengespräch hier abzuhalten oder mal kurz eine Kamera hinzustellen und was zu filmen. Genau, wir haben hier vorne dann am Spieltag oder wenn die Pressekonferenzen vorm Spieltag stattfinden, hier vorne in der Mitte ist dann unser Pressesprecher Jan Bergholz, wir haben hier drüben Thorsten Lieberknecht, unseren Trainer, und die Gäste sitzen dann immer hier drüben auf der Seite. Liebe Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, dann vergisst auf jeden Fall nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, und auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von dieser Stadiontour haltet und welches Stadion sollen wir als nächstes besuchen. Ja, hier geht es dann Richtung Spielerbereich. Wir sind jetzt zunächst hier drüben auf der Gästeseite. Gehen da mal kurz rein. So, rein spaziert. Hier wäre dann die Trainerkabine unserer Gäste, weil mittlerweile, wisst ihr ja, gibt ja nicht nur Trainer und Co-Trainer, wie es früher vielleicht war, sondern Trainer, Co-Trainer, Tür ist offen, ja. Trainer, Co-Trainer, geh mal rein. Auf geht's, Jungs, jetzt! Ja, so sieht's aus. Welcher Trainer bist du? Torwarttrainer, Athletiktrainer, Co-Trainer, Trainer, Headcoach, Videoanalyst, Stürmertrainer? Ich habe keine Ahnung. Das hat bei mir nie gereicht für den bezahlten Fußball. Ich bin zum Managementstudium, aber das war's dann auch schon. Ja, dann bist du hier falsch. Das ist ja die Trainerkabine. Ne? Ich wollte schon mal trotzdem wissen. Du darfst maximal in die Mixzone, würde ich sagen. Vielleicht, wenn du gut bist, darfst du vielleicht auf die Bank. Im türkischen Fußball ist es so, da geht der Präsident gerne einfach mal rein in die Trainerkabine. Ach so. Deswegen. Jetzt habe ich das verstanden. Ja. Du kannst trotzdem reinstürmen am Ende, ne? Das ist kein Problem. Das musst du dann aber mit deinem Trainer ausmachen. Ja, also so ist das ungefähr. Ja, also das hier ist jetzt die Gästekabine. Ja, ihr seht, relativ viel Platz. Es gibt für jeden Spieler die Möglichkeit, hier oben Gegenstände abzulegen. Es gibt Steckdosen, man kann unten seine Schuhe hinpacken. Aber in der Regel, ich meine, das werdet ihr wissen, kommen ja die Betreuer und die Mannschaften immer schon 3-4 Stunden vorher. Also der Staff, die haben dann immer so riesen Kisten dabei, die werden dann nach vorne gelagert und dann räumen die ganzen Trikots hier hin und stellen die Schuhe hin. Die wissen ja ganz genau, welcher Spieler wo sitzt, und dann kommen die Spieler nur mit so einem kleinen Kulturbeutel und haben da irgendwie ein bisschen Shampoo drin oder so, ne? Und Gel, damit die Haare hinterher gut aussehen, die Kopfhörer meistens am Start. Die müssen dann direkt wieder geladen werden. Genau, und ja, die müssen sich ja umsonst nicht um viel kümmern. Genau. Aber wir haben ansonsten, ja, wie man das halt von überall kennt, ne? Es gibt eine Dusche, es gibt keinen Whirlpool, nein. Auch nicht für die Gäste, genau. Es gibt natürlich Toiletten, das ist jetzt relativ unspektakulär, ne? Es sind halt Toiletten. Und wir haben hier noch einen Physioraum, ja, wo sich dann die Jungs, die vielleicht noch ein bisschen muskuläre Probleme haben oder so, einfach noch ein bisschen durchkneten lassen können. Genau. Ja, hier um die Ecke gibt es noch so eine Art kleinen Aufenthaltsraum. Da, ja, hinten seht ihr auch, an Spieltagen kann man natürlich auch den Jungs dann noch ein bisschen was zu essen da hinstellen. Genau, so, also das ist der Heimbereich. Da hinten haben auch wir natürlich eine Trainerkabine, und ich glaube, das Highlight für alle ist dann entsprechend dieser Raum hier. Unsere Heimkabine. Ja,
können wir direkt hier in der Mitte anfangen. Also ihr seht, wir sind hier zu Hause, dementsprechend auch einmal unser Logo schön fett oben an der Decke platziert. Wir haben außerdem natürlich auch den Schriftzug Wir Lilien, damit die Spieler dann immer auch wissen, wer an welchem Spieltag wo sitzt. Siehst du hier dann entsprechend anhand der Bilder, wer wo hockt. Aber es gibt ja auch immer Spieler, die gesperrt sind, verletzt sind oder den Verein verlassen haben und so weiter. Deswegen sind alle diese Bilder hier entsprechend magnetisch. Und man kann die dann einfach woanders hinpacken. Genau, ist mal ein Jugendspieler, der dabei ist oder so. Genau. Und dann ist auch hier, wie in der Gästekabine auch, für jeden Spieler halt ein bisschen schöner gelöst, die Möglichkeit, hier noch persönliche Gegenstände unterzubringen. Es gibt eine Steckdose da drin. Genau. Und ansonsten haben die Jungs hier ihre einzelnen Spinde und da können sie sich dann umziehen. Wenn die Medienabteilung nachher das Video anschaut und freigibt, da war doch noch was hier. Also ich komme noch mal gerne wieder. Ja, Braden ist auf jeden Fall auch da. Aktuell nicht, weil die Jungs Sommerpause haben, aber ich glaube, nächste Woche geht es dann langsam wieder los. Genau, ansonsten haben wir auch hier, genau wie drüben in der Gästekabine, hier hinten dran gibt es den Physioraum, es gibt die Toiletten, es gibt die Dusche. Wir haben hier aber anders als drüben keinen Aufenthaltsraum, sondern wir haben hier nochmal so einen Bereich mit Kunstrasen ausgelegt, wo man dann vorm Spiel einfach nochmal gucken kann, sind alle Jungs fit, gibt es irgendwen, der gerade vielleicht noch ein paar Probleme hat, der dann nochmal irgendwie leicht anschwitzen muss, wo die Physios nochmal ein bisschen intensiver irgendwie rein müssen, ne, dass man da einfach gucken kann, sind die alle fit? Ja. Hier hinten dran dann mit Föhn ausgestattet. Da kann man seine Schuhe auch noch putzen in dem Raum. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Und ein kleines Detail und ein Unterschied zwischen der Dusche in der Gästekabine und unserer Dusche. Vielleicht fällt es euch auf, wenn ihr in die Dusche reinschaut. Bei uns gibt es noch 2, 3 nette Wandfliesen, die natürlich auch mit der Lilie verziert sind. Die haben wir drüben im Gästebereich nicht. Ja, der Boden ist genau der gleiche. Auch hier nochmal großes Logo an der Decke, auch da nochmal der Schriftzug, ne, für unsere Seite mit Wir Lilien im Heimbereich. Und nach dem Spiel ist dann hier eben auch die Möglichkeit, Interviews zu geben an unseren Interviewwänden. Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, dann vergesst nicht, dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und natürlich die Kommentare voll zu schreiben. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing, keep it moving, what we doing. Ja, dann sind wir hier am Platz. Insgesamt haben wir übrigens im Stadion am Ende dann eine Kapazität von 17.810 Zuschauern. Im Moment sind wir so bei 17.600 ungefähr, weil wir sind noch so ein paar Restarbeiten. Ne? Also wir haben zum Beispiel da drüben auf der Nordtribüne, ist oben links unsere Stadionregie momentan noch untergebracht. Da ist so ein weißer Kasten, da gehen noch ein paar Plätze verloren. Das zieht dann irgendwann auch in die Haupttribüne mit um. Aber ja, wie gesagt, wir sind so bei 98%, was den Umbau angeht und die letzten Feinheiten kommen noch mit dazu. Da hinten zum Beispiel die zweite Anzeigetafel, die wurde jetzt dort fest verbaut. Die war vorher eher in so einem Provisorium. Das ist jetzt auch noch nicht ganz fertig, wird dann aber zur neuen Saison alles fertiggestellt. Genau, so sieht das hier aus. Ja, unser Rasen ist mittlerweile wieder in einem ganz guten Zustand. Nach dem Aufstieg war der etwas ramponiert, weil ja viele Stücke auch rausgerissen wurden und wurde jetzt wieder geflickt, aber sieht soweit ganz gut aus und auch sonst würde ich sagen, ihr seht, wenn der Ball hier verspringt an den Spielern, am Rasen liegt es meistens nicht. Ne? Die Ultras sind auf der Jonathan-Heimes-Tribüne, der Südtribüne, genau, das sind so ja, knapp 3.600, 3.700 Plätze, die sind dann dort drüben untergebracht. In der Mitte unten, wo man dieses Gestell da irgendwie sieht, da ist dann unser Capo und genau.
Auch die Tribüne haben wir so ein bisschen noch verziert, ein bisschen schöner gemacht. Hinten war halt alles auch blaues Blech und jetzt gibt es ganz links, da gibt es das Lilienwappen, das alte Vereinswappen mit der Lilie drauf und dann gibt es so Ansichten aus der Stadt, also verschiedene berühmte Dinge, die man kennt, wenn man hier irgendwie wohnt. In der Mitte das große Logo, das Block 1898 und eben der Stadt Darmstadt und ganz rechts dieser Löwe, das ist der obere Teil des Darmstädter Stadtwappens, das ist der Löwe der Grafen von Katzenellenbogen, die hier ursprünglich mal das Stadtrecht für Darmstadt dann auch erlangt haben. Die Löwen. So, dann gehen wir hier rechts rum. Das ist übrigens der Weg hier rechts. Das Tor ist dann am Spieltag offen. Ne? Da fahren dann die Mannschaften mit dem Bus runter, also zumindest unsere Gäste. Der Bus bleibt dann auch da stehen. Die steigen dann da aus und laufen dann von dort in die Kabine. Der Bus von unserer Mannschaft steht meistens vorne vor unserem Funktionsgebäude. Und die Jungs laufen dann von da rüber Richtung Kabinen. Hier kommen wir jetzt hinter die Nordtribüne. Da seht ihr rechts so Container stehen, so graue. Da sind aktuell noch Rettungsdienst und Feuerwehr und Polizei und sowas untergebracht. Also von dort wird quasi am Spieltag alles koordiniert, was dann rund um die Einsätze von den Kolleginnen und Kollegen hier so im Stadion passiert. Und hinten dran hat man einen ganz schönen Blick auf Teile unseres alten Stadions, ne? Weil wir haben ja hier umgebaut im Bestand. Das Stadion sah vorher ja mal ein bisschen anders aus. Es war mal rund, es hatte mal eine Laufbahn und so weiter. Beziehungsweise rund ist falsch, aber oval. Und hier sind in der Tat noch ältere Tribünenteile. So sah das ursprünglich mal aus. Da war dann hier mit den Stehplätzen auf der Höhe auch Schluss. Ne? Und dann hast du hier in der Nordkurve halt gestanden, hast die Mannschaft angefeuert. Heute feuerst du die Tribüne an, da passiert nicht mehr so viel. Ansonsten haben wir hier hinter dem Stadion auch noch weitere schöne Charakteristika, die gerade bei den Lilienfans immer sehr gut ankommen und wo das Nostalgikerherz, das Herz der Fußballromantiker höher schlägt, wie zum Beispiel bei diesem wunderschönen Stück hier drüben, die sogenannte Dugena-Uhr. Dugena ist ein Uhrenhersteller, die waren damals Ende der 70er bei uns großer Sponsor und haben unter anderem eben auch diese Uhr hier installieren lassen. Man mag es kaum glauben, diese Uhr war ursprünglich oben, wo sie jetzt da so gelb ist, komplett rot. Aber über all die Jahre, wenn die Sonne hier rübergegangen ist und das ist die Wetterseite, ne, dann ist es einfach gelb geworden. Auf der anderen Seite ist sie immer noch komplett rot, also wenn man von der anderen Seite gucken würde. Unten drunter ist die alte Anzeigetafel, die es früher mal gab. Aktuell ist es so, dass die Uhr zweimal am Tag richtig geht und wir gucken mal, ob wir für die noch ein schöneres Plätzchen hier im Stadion finden, weil wäre natürlich auch aus so fußballromantischer, nostalgischer Sicht einfach schön, wenn die so in irgendeiner Ecke stehen würde, ne, dass man die auch während des Spiels irgendwie sehen kann. Es gibt so viele Leute, die schon so viele Jahre hier ans Böllen-Falltor gehen, um Fußball zu gucken. Und wir gucken mal, was wir mit der Uhr noch machen können. Ich war ein bisschen optimistisch bei meiner Kleidungswahl. Ich dachte heute Morgen so, geil, kurze Hose, T-Shirt, ganz locker. Dann saß ich hier, habe auf euch gewartet, dann ging es schon los mit Sturm und ich dachte so, was ist denn hier eigentlich los? Ja, war irgendwie... Also den schönsten Blick im Stadion hast du da oben, auf der Gegengerade, muss ich sagen. Aber hier ist auch ganz nett, ne? Also das hier ist Stahlrohrtribüne, genau wie die Tribüne drüben auch. Hat den schönen Vorteil, wenn die 2800 Leute, die hier am Spieltag sitzen, ich kann das mal kurz vormachen, die dann hier irgendwie hocken. Und wenn die dann alle gleichzeitig mit ihren Füßen da aufs Metall ballern, dann hast du halt eine ganz gute Akustik. Und das ist immer ganz schön, gerade so bei Ecken, ne? Dann passiert hier auch ein bisschen was. Ja, ansonsten ist der Überblick ganz gut, außer man sitzt hinter einem dieser 6 Pfosten. Da muss man immer hoffen, dass das Spiel viel über die Außen geht. Aber das passt schon. Also so groß sind die jetzt auch nicht, die stören nicht. Ja, das ist der Blick von der Nordtribüne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal und schreibt gerne was in die Kommentare und dann schaut demnächst wieder vorbei bei MDes TV.